Ein Hotelgast checkt aus und plötzlich beschwert er sich. Jetzt entscheidet deine Reaktion, ob die Situation eskaliert oder sich beruhigt und ruhig endet. Heute bekommst du von mir ein paar Strategien und Sätze, die den Gast sofort beruhigen. Hallo und herzlich willkommen bei Aula Alemana. Ich bin Isabella, deine Deutschlehrerin. Ich habe selbst Deutsch als Fremdsprache gelernt und seit Jahren arbeite ich mit Hotelteams. Und ich kann dir ehrlich sagen, sie sprechen ihr eigenes Deutsch. Viele internationale Mitarbeitende im Hotel haben genau vor dieser Situation Angst. Der Gast ist genervt. Er spricht sehr schnell, vielleicht wird er laut und du denkst nur, was soll ich jetzt auf Deutsch sagen? Wie soll ich reagieren? Der größte Fehler im Beschwerdenmanagement ist, zu viel erklären. In den letzten Videos hast du schon gesehen, dass ich oft über kurze Sätze spreche. Hier genau dasselbe. Nicht zu viel sprechen. Wenn ein Gast wütend ist, viele Argumente helfen nicht. Rechtfertigung hilft auch nicht. Es ist viel einfacher, als du denkst. Checkout an der Rezeption. Der Gast sagt, das Zimmer war viel zu laut. Die Klimaanlage hat nicht funktioniert. Das Frühstück war eine Katastrophe. Viele reagieren so. Aber wir waren ausgebucht. Das stimmt eigentlich nicht. Das ist der falsche Weg. Er führt nur zu Eskalation. Hier fängst du deine Krisenverhandlung an. Die erste Strategie ist, die Gefühle benennen, nicht diskutieren, sondern zeigen, dass du verstehst. Ich sehe, dass sie verärgert sind. Ich sehe, dass sie verärgert sind. Ich sehe, dass sie enttäuscht sind. Ich sehe, dass sie enttäuscht sind. Ich sehe, dass sie sich darüber geärgert haben. Ich sehe, dass sie sich darüber geärgert haben. Das hatten sie sich anders vorgestellt. Das hatten sie sich anders vorgestellt. Sehr wichtig, du sagst nicht, sie haben recht. Du sagst nur, ich sehe ihre Situation. Und das beruhigt den Gast sofort. Aber dabei verlierst du deine Autorität nicht. Strategie Nummer 2. Nicht so viel sprechen, eher fragen. Viele Mitarbeitende sprechen dann zu viel. Und Profis machen das anders. Sie stellen Fragen. Zum Beispiel, was genau hat sie am meisten gestört? Was genau hat sie am meisten gestört? Wann haben Sie das Problem gemerkt? Wann haben Sie das Problem gemerkt? Was wäre eine akzeptable Lösung für Sie? Was wäre eine akzeptable Lösung für Sie? Und weißt du, warum das funktioniert? Der Gast fühlt sich ernst genommen, er spricht mehr, er wird ruhiger, weil er gehört wird. Und das Beste, du bekommst Zeit zum Nachdenken, zum Überlegen. Strategie Nummer 3. Der Gast kann selber die Lösung mitgestalten. Viele Menschen, viele Gäste akzeptieren eine Lösung mehr und besser, wenn sie selbst daran beteiligt sind. Sag also nicht, wir können das machen, sondern frag einfach. Was wäre für Sie eine akzeptable Lösung? Was wäre für Sie eine akzeptable Lösung? Was können wir tun, damit Sie mit einem guten Gefühl abreisen können? Was können wir tun, damit Sie mit einem guten Gefühl abreisen können? Oft fordert der Gast weniger, als du denkst.
Strategie 4. Viele sagen automatisch, vielen Dank für Ihr Feedback. Und diese Floskel hört auch der Gast raus. Er weiß, dass das eine automatische Antwort ist. Besser wäre eine echte Anerkennung. Es ist sehr gut, dass Sie uns das direkt sagen. Es ist sehr gut, dass Sie uns das direkt sagen. Ich finde das sehr hilfreich, dass Sie mich darauf hinweisen. Ich finde es sehr hilfreich, dass Sie mich darauf hinweisen. So können wir den Service verbessern. So können wir den Service verbessern. Und der Gast fühlt sich respektiert, ernst genommen und wichtig. Strategie Nummer 6. Kurze Sätze. Das, was ich ständig wiederhole. In stressigen Situationen gilt: kurzer sprechen, weniger erklären, mehr fragen. Zum Beispiel: Ich verstehe. Ich verstehe. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ich schaue mir das sofort an. Ich schaue mir das sofort an. Lassen Sie uns eine Lösung finden. Lassen Sie uns eine Lösung finden. Kurz, ruhig und professionell. Hier ein kleiner Profi-Tipp. Wenn die Situation emotional wird, stell eine Frage. Zum Beispiel: Was wäre für Sie eine faire Lösung? Was wäre für Sie eine faire Lösung? Was hätte Ihren Aufenthalt besser gemacht? Was hätte Ihren Aufenthalt besser gemacht? Und hier wieder, warum fragen? Wer spricht, wird ruhiger. Denk dran, wenn du nervös bist, hilft es dir nicht, wenn du einfach erzählst, wenn du dich fühlst, wenn man dir zuhört? Ich glaube schon, mir hilft das. Und dem Gast auch. Was du hier siehst, ist kein individuelles Sprachproblem. Wenn dieselben Situationen, dieselben Unsicherheiten und dieselben Sätze immer wieder auftauchen, dann ist es ein Systemthema im Arbeitsalltag. Und genau daran scheitern viele klassische Deutschkurse. Ich arbeite mit Hotels genau an diesen realen Kommunikationssituationen. Nicht an Grammatik, sondern an Handlungssicherheit unter Druck. Alle Infos findest du unten in der Beschreibung und auf meiner Website. Merk dir diesen Satz. Bei Beschwerden gewinnt nicht der, der mehr erklärt, sondern der, der mehr zuhört. Nicht umsonst sagt man, Reden ist Silber und Schweigen Gold. Mich interessiert deine Erfahrung. Hattest du schon an der Rezeption eine Beschwerde? Wenn ja, worüber hat sich der Gast beschwert und wie hast du reagiert? Was war das Schwierigste für dich? Schreib mir in die Kommentare. Und vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Klick auf die Glocke, dann verpasst du keine Videos mehr. Im nächsten Video zeige ich dir noch mehr echte Sätze aus dem Hotelalltag. Also, bis zum nächsten Mal.